Dieses Motiv wurde aus einer einzigen Linie gebildet. Kombiniere einfach ein One-Line-Objekt mit einem Untergrund aus Marmormehl. Ich gestalte das Bild auf einer Leinwand von 30 x 40 cm. Und dafür habe ich mir hier 200 Gramm Marmormehl und 140 Gramm Binder schon abgewogen. Und das Ganze wird jetzt einfach gut vermengt und dann in einer einfachen, geraden, glatten Schicht auf den Untergrund aufgetragen. Nach 2 Tagen ist das Marmormehl getrocknet und ich habe auch schon das Motiv skizziert. Eine Vorlage dazu findest du im Begleitheft. Die Umrandung des Vogels klebe ich mit Kleister. Den habe ich hier schon angerührt. Kleister hat den Vorteil, er hat schnell eine Haftung, aber er klebt nicht sofort endgültig. Und das Material, aus dem ich diese Linie bilde, wird Zeitung sein. Du kannst auch einen dicken Faden nehmen oder ein ähnliches Material. Und ich reiße jetzt aus der Zeitung so circa 3 cm breite Streifen. Achte einmal darauf, bei einer Zeitung gibt es eine Laufrichtung des Papiers und in diese Richtung kannst du sehr gut gerade reißen. Dann nehme ich mir eine Unterlage, lege den Papierstreifen auf und streiche ihn mit Kleister ein. Das klebt nicht sofort endgültig, den kann ich also immer wieder bewegen. Das ist der Vorteil hier in diesem Falle von Kleister. Und dann beginne ich, den Zeitungsstreifen zu verzwirnen. Das heißt, ich drehe ihn und mache im Grunde genommen daraus ein dickeres Zeitungsgarn. Am Ende des verzwirnten Fadens kannst du einfach das nächste Stück, was schon eingekleistert ist, ansetzen. Dann wird dieser lange Faden auf das Bild geklebt, entlang der Figur. Ich lasse ein Stück außerhalb der Figur stehen. Ich finde das ganz nett, das betont diesen One-Line-Charakter. Und geklebt wird auch hier noch einmal zunächst mit Kleister. Das ist nicht die endgültige Klebung, aber der Kleister haftet auf dem Untergrund gut und ich kann trotzdem den Zeitungsfaden gut bewegen und drapieren.
Der Kleister würde allerdings diesen Zeitungsfaden nicht dauerhaft auf dem Marmormehl halten. Der ist zu wenig in der Haftkraft. Und deshalb gehe ich hier noch einmal mit Acryldispersion über diesen Faden und verbinde somit Faden und das Marmormehl im Untergrund. Nach 1 bis 2 Tagen ist das getrocknet und ich gebe jetzt erstmal eine Grundierung in Weiß und Blau auf mein Bild. Hauptbestandteil ist das Weiß und ich starte auch grundsätzlich mit Weiß, weil ich dann die Farbe in diese weißen Untergrund einarbeiten kann. Hier wird im Moment überhaupt noch nichts an dieser Figur betont, sondern es wird das komplette Bild mit einer Grundierung versehen. Diese Farbschicht ist nach einem Tag trocken. Die Marmormehlrisse kommen sehr schön raus. Auch das Motiv ist zu erkennen, aber es braucht natürlich noch ein bisschen interessantere Aspekte. Und die setze ich jetzt mit einer flüssigen, dunkelblauen Farbe. Und diese Farbe rühre ich mir selbst an. Ich nehme ein bisschen Pigment auf einen Teller. Das ist ein sehr intensives Pigment. Indigo kommt bei mir im Atelier sehr, sehr häufig vor. Ich versetze dieses Pigment mit etwas Wasser und verrühre das, dass es sich auflöst. Und dann kann es sich in diesem aufgelösten Zustand wesentlich besser mit dem Acrylfabrikat verbinden. Das ist wieder Acryldispersion. Das ist die gleiche, mit der ich schon den Zeitungsfaden aufgeklebt habe. Hier wird sie eingesetzt, um aus dem Pigment eine Acrylfarbe zu machen. Damit die Farbe sich gut verteilt, sprühe ich das ganze Bild einmal ein und dann wird auch die Farbe auf das ganze Bild gesetzt. Mit einem Küchenkrepp lege ich dann einige Bereiche wieder frei.
Und nachdem dieser Stand getrocknet ist, entscheide ich mich, noch ein bisschen Dunkelheit reinzubringen. Das ist jetzt aber eine Frage deines Bildes, ob du nochmal Farbe hinzusetzt, wie ich jetzt hier, oder ob dein Bild zu diesem Zeitpunkt auch schon fertig ist. Zum Abschluss soll jetzt die Linie betont werden. Und das mache ich mit einer Wachspaste und einem weißen Pigment. Ich habe mir das hier auf ein glattes Blatt gelegt, beides zusammen. Und das wird jetzt mit einem Malmesser verknetet. Daraus wird eine weiße Wachspaste, die hat so eine ähnliche Konsistenz wie Schuhcreme. Und mit dieser Wachspaste kann ich dann direkt mit dem Finger auf dieser Linie diese Pigmente aufbringen. Diese Wachsschicht ist nach 2 bis 3 Tagen trocken und hat sich mit dem Untergrund verbunden und dann kann man die nächste Schicht auftragen. Und wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like, abonniere meinen Kanal und klicke auf die Glocke. Wenn die Wachspaste trocken ist, das spürt man, wenn man mit dem Finger drüber geht und sich nichts mehr abfärbt, dann kann das Bild lackiert werden. Ich nehme hier einen Seidenglanzlack, verdünne den ein bisschen mit Wasser und dann wird einfach das ganze Bild mit diesem Lack komplett eingestrichen.